Dani ist gerade in die Arbeit gefahren und ich bin gerade aus dem Dachzelt aufgestanden, weil wir nämlich Besuch bekommen haben. Und zwar vorgestern von Sabrina und Gabriel, die auch ein Dachzelt haben, aber so ein Hardtop, das sie einfach so hochklappen. Und dann am nächsten Tag haben wir noch die Defender Besuch bekommen von Christian. Und dann sind noch Sophie, das ist die Cousine von meiner Cousine, und ihre Freundin Andrea gekommen, die in ihrem Auto schlafen. Ja, und gestern Abend haben wir dann zusammen gegrillt und das war total nett. Und halt Abend gegessen auf unserer Terrasse und das war ganz schön, mal Besuch da zu haben. Und dann am Abend sind wir ans Meer hinuntergefahren und dann diesen Weg entlang. Und da vorne ist ein Schlafplatz, da haben wir schon mal übernachtet. Und da haben auch Gabriel und Sabrina jetzt übernachtet, als sie hier waren. Und wenn man ein bisschen weiter fährt, dann kommt man eben so alten Mauern mit Graffiti, wo aber nie was gebaut worden ist. Und da in der Mitte gibt es einen ebenen Platz und da haben wir jetzt zu viert übernachtet. Und ja, ich finde das ganz cool, weil wir haben 4 verschiedene Arten, in oder auf unserem Auto zu schlafen. Wir mit unserem Dachzelt, dann Sabrina und Gabriel mit ihrem Hardtop-Dachzelt, dann Sophie und Andrea im Auto, aber ganz minimalistisch, also einfach mit einer Matratze. Und Christian in seinem Defender, aber so richtig mit Ausbau und so. Und als dann alle da waren, sind wir baden gegangen in einer Bucht ganz in der Nähe von uns. Das war ganz schön, weil die Wassertemperatur war so angenehm. Und es war wirklich angenehmer, im Wasser zu sein als draußen. Und es war überhaupt nicht kalt und das ist für mich so ein komisches Gefühl, weil man normalerweise immer kalt ist, wenn ich schwimme. Aber es war so schön einfach. Und ja, man muss nur ein bisschen aufpassen mit den Seeigeln. Aber es ist schon richtig, richtig schön. Jetzt packen wir alle zusammen und Sabrina und Gabriel mit dem Skoda und Christian mit dem Defender werden dann schon vorfahren Richtung Norden. Und Sophie und Andrea müssen aber wieder nach Hause. Und der Dani arbeitet jetzt noch und wir werden dann nachfahren. Das heißt, wir holen die anderen 2 Fahrzeuge dann ein und werden dann die nächsten 2-3 Tage mit ihnen herumreisen. Das wäre natürlich noch ein viel coolerer Ausblick, wenn man das jeden Tag haben könnte. 2 Defender hier stehen. So, wir sind jetzt schon vorgefahren, vorher noch die Kanister aufgefüllt und alles, was halt so urpraktisch ist, wenn man mal eine Wohnung hat mit Wasser. Und Sophie und Andrea sind am Strand. Ich werde mich auch noch ein bisschen an den Strand legen und auf den Dani warten und dann geht's für uns auch los. Und das ist jetzt ganz ungewohnt, weil der Defender so leer ist, dass wir jetzt sozusagen eine Packliste schreiben müssen, was wir nicht alles vergessen dürfen. Weil normalerweise ist ja alles dabei, es ist einfach immer alles da. Das Auto der Defender ist so unaufgeräumt jetzt, es ist alles einfach irgendwie drinnen. Und das macht uns ein bisschen ein ungutes Gefühl. Aber ja, es passt halt. Jetzt haben wir halt alles reingeworfen und ist auch okay. Ich glaube, wir haben alles mit. Wir fahren gerade bei Skradin vorbei und das ist so die nächste Stadt zu dem Krka Nationalpark. Wir kennen das ja von Erzählungen, wenn die Leute sagen, ja, sie waren jetzt eine Woche unterwegs und waren zum Beispiel auch in Skradin und haben bei den Krka Wasserfällen. Aber das so selber zu sehen, ist schon schön. Und da müssen wir mal rechts. Auf dem Parkplatz und dann rechts und die Angler werden noch oben. Hallo! Ja, nein. Ich sitze entweder auf Baumstämmen oder am Boden, das passt schon so. Und mittlerweile streiten sie immer um den Großen. Das ist auch so gern drauf sitzt. Also, ja. Sitzt jemand drauf, Dani? Das ist ja wie eine Strandliege. Strand, ja. Oh. Also so schlafe ich auch gerne. Wenn du die 2 mitnimmst, brauchst du kein Dachzelt mehr. Stimmt. Ja, keine Katze drinnen. Nicht im Weg, nicht so. Für das mit den Steinen müssten wir den Tisch gerade stellen. Guten Morgen. So toll, wir haben jetzt Bettzeug, echtes Bettzeug und nicht mehr den Schlafsack. Ein Traum. Der Ausblick. Und der Wald macht so viele Geräusche. The sweat drips down my face. The heat is starting to get to my head.
and I begin to stumble all over the land. I look to the forest to seek some shelter, but my eye, it is caught by delusion. The heat rays appear on the road ahead. She is nothing but a blur in the distance. Nein, wir haben auch nur gelesen, kurzes Gewitter. Genau, da geht es rechts weg und links sollte auch was weggehen. Also genau gegenüber links. Ja, genau da. Up on the hill remains empty as fuck. You wonder if she's really there. I can't see her anyway. Is this just another campfire story? The locals tell me there's been sightings all week. The people are wondering why the blood is on the wall. No, and they won't tell me the who walked away. Wir sind gerade ein bisschen aufgesessen. Ich lass mal ein bisschen zurückrollen. Ich weiß nicht, ob wir hochkommen. Also wir müssen wahrscheinlich umdrehen. Der Christian ist die Strecke abgefahren, die ist nicht befahrbar, beziehungsweise es sind zu viele Äste. Wenn wir links rumfahren, dann kommen wir erst in ein paar Kilometern irgendwo an eine große Straße. Also wahrscheinlich sieht da der Feldweg auch nicht besser aus. Es regnet gerade, deswegen ist der Ton wahrscheinlich nicht so gut, weil wir die Kamera abgedeckt haben mit einem Plastiksack. Aber Christian versucht jetzt noch runter zu fahren und schaut, wo das hin weitergeht. Weil wenn das weitergehen würde, wäre das natürlich ganz toll, weil sonst müssten wir alles zurückfahren. Und es riecht hier so gut nach Thymian und allen möglichen Kräutern, es ist wirklich super. Da vorne kommt dann ein Bahnübergang und das ist so unser Ziel, wo wir dann entscheiden, ob es geht oder nicht. Sieht gut aus, sagst du? Besser, ja. Okay. Aber links und dann ist es etwa so wie hier. Sollte gehen. Ich glaube nicht, dass ihr wieder bergauf kommen würdet, aber bergab schon. Aber ich glaube halt, dass es danach, nach dem Bahnübergang hier nochmal bergauf geht. So, der Gabriel hat gerade angerufen, er ist jetzt mit Christian ganz unten angekommen und sie glauben, dass es auch mit dem Skoda fahrbar ist. Und weil er jetzt schon ganz unten ist, wird der Daniel mit dem Skoda fahren, zusammen mit der Sabrina und ich werde dem Defender nachfolgen. Ja, also der Gabriel meint, ich soll mit seinem Auto jetzt da runterfahren. Super. Also mich freut das voll, weil ich wollte schon immer mal mit dem Auto mal so, also mit so einem normalen Auto quasi mal probieren, was so geht, ja, weil wir halt extrem verwöhnt sind. Aber und ich halt eigentlich der Meinung bin, dass man vieles, was wir fahren, mit normalen Autos auch fahren kann, wie man hier sieht, das steht jetzt immer noch neben uns. Also, ja, und ja, mal schauen. Okay.
ghost of Annika. Einmal sind wir kurz, haben wir berührt, aber war nicht so schlimm. Okay, alles klar. The days turn to weeks, the years to the months. And the house up on the hill remains empty as fuck. You wonder if she's really there. I can't see her anyway. Lustig. Schau mal. Das ist schön. Ach so, das müssen wir fotografieren. Das ist ja mal richtig geil. Links und rechts. Ach, schau mal, was da für eine Schlucht hineingemacht wurde in die Drehbahn. Ja, krass. Das ist ein lustiger Bahnübergang. Mit Schranken. Ja. Guckst du rechts? Ja, kein Zug. Ja, das sieht man nicht. Ja. Muss man einfach schnell drüber kommen. Aber ich glaube, vielleicht funktionieren die Schranken ja auch. Wir haben es geschafft. Alle sind heil da. And the house up on the hill remains empty as fuck.